Viel zu lang das Ding, das müssen wir kürzer kriegen und am besten mit einem Klappschaft von Lore Tactical. Wir haben den Klappschaft von Lore Tactical jetzt schon länger als ein Jahr im Einsatz. Auf der SHOT Show haben wir uns jetzt nochmal mit den Jungs unterhalten und da kommt jetzt bald was Tolles Neues. Was dürfen wir noch nicht verraten, aber wir haben das jetzt mal als Anlass genommen, nochmal ein neues Video zu machen und euch zu zeigen, wie dieser Klappschaft denn montiert wird und wie er montiert aussieht, was damit geht, was damit nicht geht. Dann fangen wir einfach am besten mal an und montieren das Ding jetzt an dieses Gewehr. Bevor wir jetzt loslegen, habe ich hier einmal den Zollstock angelegt. Das wäre jetzt ein sportliches AR-15 mit einem 16,75 Zoll Lauf. Da haben wir jetzt eine Gesamtlänge mit Mündungsfeuerdämpfer, Kompensator, wie man immer auch das Ding schimpft, 93 cm. Voll ausgefahren. Jetzt fahren wir den Schaft gerade mal nochmal ein und gucken mal, also das kleinstmögliche Maß, was ich jetzt hätte, wären 85 cm. Das ist das kürzeste, wie ich diese AR-15 kürzen kann, ohne Hilfsmittel. Und jetzt kommt der Lore Tactical ins Spiel. Wie bei jeder Installation ist die Vorbereitung das A und O. Als allererstes müsst ihr hier am Klappschaft einmal diesen Pin hier, also diese Halterung, die dann nachher den Verschluss hält, der muss, beziehungsweise die Bufferfeder hält, der muss natürlich jetzt einmal ausgebaut werden, damit wir da mit unserer neuen Mutter dran vorbeikommen. So, dazu klappe ich es einmal auf. Ich habe hier die Schraube auch schon gelöst, damit es schneller geht. Dann kommt das Teil raus, die Feder kommt raus und hier zum Schluss noch der eigentliche Haken. So, dann im nächsten Step, Upper habe ich auch schon entfernt von der Waffe, dass ihr wirklich hier auch sauber arbeiten könnt, wird die Castle Nut gelöst. Die ist hier auch schon locker jetzt in meinem Fall. Das brauche ich euch ja nicht zeigen. So, dann muss natürlich hier die Endplate entfernt werden und dann kann ich hier ohne Probleme meine Tube rausschrauben. Denkt dran, da ist eine Feder drin, bevor die irgendwo in die Gegend springt. Bisschen aufpassen. So, damit haben wir das Teil erstmal fertig, das schieben wir zur Seite. Holen jetzt hier noch den Haltepin raus, den brauchen wir auch gleich später. Und jetzt kommt die neue Mutter mit ins Spiel und der eigentliche Träger. Da setzen wir nämlich jetzt die Mutter einmal ein. So, dass sie durchfällt und die wird jetzt hier aufgesetzt. Dafür habe ich dann dieses speziell mitgelieferte Werkzeug. Das verbiegt sich ein bisschen. Wenn man das festschraubt, das ist auch so gewollt. Also in dem Moment, wo es sich verbiegt, habt ihr den richtigen Widerstand erreicht. So, damit ziehe ich das jetzt einmal an. Jetzt bin ich am Ende, am Druckpunkt angelangt und hier tue ich jetzt einfach so lange weiter drehen, bis sich das Werkzeug verbiegt. So, also ihr seht das hier, es hat sich ein bisschen verzogen. Und dann habe ich auch genau den richtigen Widerstand erreicht. Ich habe das hier nicht vergessen, das kommt jetzt nämlich als nächstes. Dazu haben wir hier unten auch nochmal eine Schraube, die muss man auch mit dem Werkzeug lösen. Dann kann man hier den Haltepin einsetzen und hier von unten wieder die Mutter eindrehen. Na, mit Werkzeug geht es besser, aber mit den Händen geht es auch. So, und jetzt kann ich die Tube wieder einsetzen. Das ist der einzig fuddelige Teil an der Geschichte, weil die Feder jetzt natürlich ein bisschen nervt, aber das kennt ihr ja, wenn ihr schon mal die Tube abgehabt habt von eurer Waffe. So, aber siehe da, es klappt ausnahmsweise mal relativ gut. So, die drehe ich jetzt ein bisschen an. Hier habt ihr jetzt den Pin. Der muss natürlich die Spring halten. Und da drehe ich jetzt so lange weiter am Schaft, bis der zum Anschlag kommt. So, jetzt kann ich die Endplate aufsetzen, dass die wieder passt. Drehe die Castle Nut zu. So, auch erstmal alles nur handfest. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, ich halte es mal so, dann müssten wir es ganz gut sehen, lässt sich jetzt hier die Spring noch bewegen, wird aber hier von dem Haltepin gehalten und das passt auch.
Und jetzt kann man das ganze System zuklappen. Und jetzt bauen wir es mal zusammen und schauen, ob es auch noch so funktioniert, wie es funktionieren soll. Das System ist verbaut, geht übrigens nur nach links zu klappen, also es gibt keine Möglichkeit, das nach rechts zu klappen, macht auch beim A15 keinen Sinn, wenn man hier meistens noch den Forward Assist sitzen hat. Deshalb nur nach links. Hier ist der kleine Knopf, um das ganze System zu lösen. Hier nochmal ein Blick auf das Ganze. So wie es jetzt ist, funktioniert es nicht, weil natürlich hier eine Lücke ist, ein Riesenloch, seht ihr ja. Und da müssen wir jetzt das Verlängerungsstück einbauen. Das wird ja mitgeliefert. Das sind Dichtungsringe, das setze ich jetzt hier einfach noch ein. Für das Einsetzen muss ich einmal hier den Knopf drücken, dass ich dran vorbeikomme. Und damit haben wir die Lücke überbrückt. Jetzt klappen wir es mal zu und schauen mal, ob das mit dem Durchladen so funktioniert. Funktioniert. So, wir sind jetzt auf der Schießbahn und wollen mal schauen, wie sich das Schießverhalten mit dem Klappschaft so auswirkt. Wir haben jetzt gerade den Verschluss offen und das bedeutet, ich kann den Schaft jetzt nicht klappen in diesem Modus. Ja, ist klar. Da ist was dazwischen, kann man nicht klappen. Ich mache den Verschluss einmal zu und jetzt lässt sich die Waffe auch klappen und auch abziehen. Das probieren wir jetzt auch mal im scharfen Schuss aus. Ich mache zuerst mal einen Schuss oder 2 Schuss, mache ich mal normal im ausgeklappten Zustand, dann klappen wir mal ein und machen mal einen Schuss, weil ein Schuss muss ja theoretisch möglich sein. So, Verschluss gespannt, Waffe gesichert, scharf geklappt. Ich halte das jetzt mal ein bisschen seitlich, damit ich mich nicht verletze im Zweifelsfall. Nicht nachmachen, es steht auch ausdrücklich auf dem Schaft drauf, nicht so machen. So, funktioniert. Jetzt müsste ich theoretisch klappen. Durchladen, da kommt die leere Hülse. Neuer Schuss nach. Leer. Klappen und weg das Ding. Noch einmal zur rechtlichen Geschichte. Wir haben hier eine Langwaffe. Die muss mindestens eine Gesamtlänge von 60 cm aufweisen. Bei diesem Gewehr jetzt hier sportlich mit 16,75 Zoll Lauf haben wir überhaupt kein Problem. Denn wenn ich sie klappe, habe ich hier eine Gesamtlänge von knapp 70 cm, 69 cm. Also da sind wir auf jeden Fall drüber. Ist also kein Problem. Jäger können dann prinzipiell auf 14,5 Zoll runtergehen, aber weiter drunter ist halt nicht. Wenn ihr eine 10 Zoll Waffe habt und einen Klappschaft und das als Jäger nutzen wollt, macht ihr euch strafbar. Geht nicht. Behörden ist es wieder ein anderes Thema, also da könnt ihr schauen. Alles in allem zusammengefasst ist der Lord Tactical Falling Stock Adapter Gen 3M ein sehr, sehr geiles Tool für die AR-15. Also sie haben es wirklich geschafft, da eine Möglichkeit zu schaffen, die lange und sperrige Buffer Tube vom AR-15 hier zur Seite zu klappen, damit ein kurzes System zu schaffen. Super interessant für Behörden, die verdeckt arbeiten, also hier 10 Zoll Lauf in die Tasche damit und man hat Feuerkraft in einem unheimlich kompakten Paket. Aber auch für Sportschützen sehe ich da auf jeden Fall Potenzial, weil in der aktuellen Lage ist es ja auch so, dass man nicht unbedingt zeigen will, dass man da mit einem Waffenkoffer unterwegs ist, wenn man in den Verein geht. Und da kann man das Ding wirklich zusammenklappen und kann es in den Rucksack packen. Ja, und dann natürlich entsprechend sichern, Schloss dran, wie es sich das gehört, Munition separat transportieren. Aber dafür ist es natürlich auch eine unglaublich coole Geschichte. Ihr findet den Link von Lord Tactical unten eingeblendet. Und wie immer an dieser Stelle, liked uns, abonniert den Kanal, schaut, dass ihr auf die Glocke klickt, damit ihr beim nächsten Mal auch über neue Videos informiert werdet. Und dann sagen wir Tschüss, bis dahin, macht's gut, bye bye. Jetzt setzen wir die Teile wieder ein, das heißt zuerst hier. Sprich doch einfach. Aber das weiter. hört man doch, das Gefiepe. Weißt doch nicht, wo es herkommt. Vielleicht ist es von deinem komischen AR-15. Mein AR-15 fiebt nicht. Okay. Scheiße.